think that what was ironic goofed around as much as we did on Titanic, and we just enjoy being around each other. Was wäre, wenn die Informationen, die wir über Kate Winslet und Leonardo DiCaprio hatten, falsch wären? Von ihrer offensichtlichen Chemie in Titanic bis hin zu ihrer unerschütterlichen Unterstützung füreinander haben diese beiden Hollywood-Stars seit mehr als 20 Jahren eine der erstaunlichsten Freundschaften in der Branche. Lange Zeit haben die Fans darüber nachgedacht, ob sie mehr als nur Freunde sind. Du bist das süßeste, wunderbarste Kind. Leo und Kate haben bisher trotz des Verdachts geschwiegen. DiCaprio spricht zum ersten Mal über seine Beziehung zu Kate Winslet. Wir verraten Ihnen die wahre Geschichte hinter der Freundschaft zwischen Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Endlich hat Leo DiCaprio seine Meinung zu Kate Winslet Nearly 3 hours long. Leonardo DiCaprio attended the premiere, and by the end, his date was too old for him. kundgetan. Eine alternative Sichtweise. Als einer der bekanntesten Stars Hollywoods, Leonardo DiCaprio, endlich über Kate Winslet und die Bedeutung, die sie in seinem Leben hatte, sprach, waren alle schockiert. Seine Wortwahl ist ziemlich beunruhigend, denn sie hat die Vorstellungen der Fans von ihrer Beziehung radikal verändert. Was wäre, wenn eine der bekanntesten Liebesgeschichten Hollywoods gar nicht wirklich romantisch wäre? Was wäre, wenn es etwas viel Ernsteres wäre? Eine Verbindung, die auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und einer unerschütterlichen Hingabe beruht? Bleiben Sie hier und finden Sie mehr heraus. Leo und Kate trafen sich zum ersten Mal 1997 bei der Arbeit am Set der Titanic. Viele andere waren der Meinung, dass die beiden eine Verbindung hatten, die über den Film hinausging, weil sie auf der Leinwand eine unglaubliche Chemie zeigten. Doch danach entwickelte sich zwischen den beiden ein Band, das über die virtuelle Realität hinausging. Ihre Bindung wurde legendär, denn sie lachten zusammen, weinten zusammen und hielten ohne zu zögern zueinander. Es gibt keine einzige Frage, die nicht beantwortet wurde. Obwohl Kate Winslet verheiratet ist, gab es jemals eine Verabredung zwischen Leonardo DiCaprio und Kate Winslet? Da diese Frage seit Jahren nur vage beantwortet wird, bleiben den Fans unendlich viele Vermutungen. As beautiful and radiant as she was the day I met her. Als Leonardo DiCaprio jedoch eine Vorführung von Kate Winslets jüngstem Film Lee besuchte, der gerade in die Kinos kam, sprach er das Thema endlich an. In seinen Ausführungen bezeichnete er Winslet als »meine liebe Freundin« und drückte seine unerschütterliche Bewunderung für ihre Standhaftigkeit, ihren moralischen Charakter, ihren Erfindungsreichtum und ihre Leidenschaft für jedes Projekt aus, das sie unternommen hat. Seine Worte machten deutlich, wie eng die Beziehung der beiden ist. Winslet erklomm die Bühne, umarmte DiCaprio fest und drückte ihrem alten Freund sogar einen Kuss auf, nachdem sie von seiner Anwesenheit und seinen herzlichen Worten berührt war. Sie hatte Angst, zu weinen und vermied es deshalb, ihn zu lange anzuschauen. Aber steckt da mehr dahinter? Oder war das nur ein süßer Moment unter Freunden? DiCaprio und Winslet haben sich bereits an die Öffentlichkeit gewandt, um über ihre Beziehung zu sprechen. Aber sie haben immer gesagt, dass sie nur Freunde seien. Gerüchte und Vermutungen über die Beziehung von Leo und Kate halten sich hartnäckig, obwohl die beiden immer wieder dementieren, dass sie zusammen sind. Darüber hinaus hat ihre Fähigkeit, Zeit füreinander zu finden, Bewunderer dazu veranlasst, die Idee zurückzuweisen, dass ihre Beziehung nur platonisch ist, auch wenn sie derzeit völlig unterschiedliche Leben führen. Das liegt daran, dass ihre Verbindung viel tiefer zu sein scheint als andere Freundschaften, was viele dazu veranlasst hat, darüber nachzudenken, welche Art von Freundschaft bedingungslos ist. Als Winslet einmal gefragt wurde, warum sie und Leonardo DiCaprio eng befreundet blieben, sagte sie, dass ihre Freundschaft funktioniert, weil sie nie in einer romantischen Beziehung gewesen seien. Viele Menschen waren enttäuscht, als sie das erfuhren, vor allem, weil die beiden eines der beliebtesten Leinwandpaare aller Zeiten waren und ihre Darstellung in Titanic so gut aufgenommen wurde. Die Fans sahen, wie sie 1 Million Melodien zur Verfügung hatten und sich auf den ersten Blick verliebten. Aber in der realen Welt ist das nie passiert. Sie waren einfach enge Freunde, die sich in der realen Welt gegenseitig unterstützten und schätzten. Winslet verriet weiter, dass sie und DiCaprio immer lachten, wenn sie die in der Klatschspalte veröffentlichten Vermutungen lasen. Sie verriet aber auch etwas anderes, etwas Unerwartetes. Als Winslet Leonardo DiCaprio zum ersten Mal traf, gab sie zu, dass sie ihn irgendwie anziehend fand und Angst hatte, von ihm umgehauen zu werden.
Sie machte sich sogar Sorgen, dass er sie für englischer, pompöser und shakespearehafter halten könnte als sie selbst. Sie waren die Art von Kumpels, die Dinge wie Zwirbeln, Fummeln, Kitzeln und sogar gegenseitiges Streicheln der Pobacken auf lustige Weise taten. Die Dinge änderten sich jedoch, sobald sie sich trafen. Sie verstanden sich auf Anhieb. Das sind einfach harmlose Dinge, die sich Freunde gegenseitig antun. Man könnte ihre Beziehung für etwas anderes halten, da sie so natürlich wirkte. Die Chemie auf dem Bildschirm war jedoch völlig platonisch. Allerdings mussten sie während der Dreharbeiten Rose und Jack nach besten Kräften spielen und eine Liebesgeschichte zum Leben erwecken, die nicht ihre eigene war. Winslet erklärte weiter, dass alles, was im Titanic-Film gezeigt wurde, die Rose in ihrer Liebe zu Jack und DiCaprio war, auch wenn sie solche Gefühle im wirklichen Leben nie erlebt hatte. Aber wie genau war diese Behauptung? Bleiben Sie dran, wir werden es herausfinden. Über die Beziehung von Winslet und DiCaprio gibt es unterschiedliche Auffassungen. Aber Winslet gab zu, dass sie DiCaprio zwar fast ihr halbes Leben lang kennt, sich aber nur selten sieht. Obwohl sie gute Freunde sind, treffen sie sich nicht zum Kaffee, zum Abendessen oder einfach nur, um sich auszutauschen. Sie sind zu sehr mit ihren anspruchsvollen Berufen beschäftigt, um sich außerhalb ihrer eigenen Länder zu besuchen. Seit sie 1996 zum ersten Mal zusammenkamen, haben Leonardo DiCaprio und Kate Winslet viele besondere Momente miteinander erlebt. Schauen wir uns einige ihrer schönsten Erinnerungen aus den Jahren an, die sie zusammen verbracht haben. Laut Winslet bleibt ihre Verbindung bestehen, egal wie viel Zeit verstrichen ist. Geschätzte Momente und ihre Verbindung. Die denkwürdigsten Momente mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Die berühmte Rolle auf der Titanic war einer der denkwürdigsten Momente in ihrer Beziehung. Während der rund 7-monatigen Dreharbeiten mussten sie für eine Reihe von Sequenzen stundenlang in Wasser getaucht werden. Während der Dreharbeiten erkrankte Winslet sogar an einer Lungenentzündung, was dazu führte, dass sie zum Mittelpunkt von Hollywood-Gerüchten wurde. Nach dem großen Erfolg von Titanic schritten sie gemeinsam über den roten Teppich der Golden Globes, wo sie für den besten Schauspieler und die beste Schauspielerin nominiert waren. DiCaprio und Winslet behaupteten, sie seien einfach nur enge Freunde, die ihre Beziehung pflegten, obwohl die Medien ihre angebliche sexuelle Beziehung in den Vordergrund stellten. Fans vermuteten jedoch, dass sie ihre Beziehung entweder vor der Öffentlichkeit verheimlichten oder dass sie noch in den Kinderschuhen steckte. Die Fans waren sich jedoch sicher, dass sich hinter den Kulissen eine sinnliche Aktivität abspielte. Leonardo DiCaprio wurde 2004 während der Werbung für The Aviator in der Oprah Winfrey Show nach seinem Lieblingskuss auf der Leinwand befragt. Er entschied sich für Kate Winslet und sagte, dass er viele Schauspielerinnen geküsst habe, aber dass er und Kate sich öfter geküsst hätten, als man je wissen könnte. Winslet küsste Leonardo DiCaprio auf die Lippen als Antwort auf Leos Bemerkung über das Küssen bei den Screen Actors Guild Awards. Er habe oft darüber gemeckert, scherzte sie, und es gefalle ihm nicht, wenn sie ihn auf die Lippen küsse. DiCaprio sagte, ich liebe dich, mein Schatz. Das war ein schöner Moment auf dem roten Teppich. Leonardo DiCaprio und Kate Winslet kehrten 2008 für The Revolutionary Road auf die Leinwand zurück. Eine weniger romantische Geschichte über ein Paar, dessen Ehe in den 1950 Jahren in die Brüche geht, lange nach der Popularität des Films Titanic. Sie hatten den Film seit Jahren geplant, und er war ein Erfolg. Regie führte Winslets Ex-Ehemann Sam Mendes. Die Zusammenarbeit mit Winslet erschien DiCaprio immer sehr natürlich, und er räumte ein, dass ihre Beziehung dem Film zu einem natürlichen Fluss verhalf. Während der Promotournee machten sie sich oft gegenseitig Komplimente, so dass sich viele Leute fragten, warum sie nicht geheiratet hatten. Winslet sah den Erfolg von The Revolutionary Road als Vorteil an, da sie dadurch mehr Zeit miteinander verbringen konnten. In einem Interview sprachen Kate und Leo über ihre Entscheidung, das Projekt in Angriff zu nehmen. Im Laufe der Jahre, so DiCaprio, sei er gelegentlich unsicher gewesen, ob er noch einmal mit Kate zusammenarbeiten sollte, obwohl er sich später fragte, ob er gegen ein Projekt voreingenommen wäre, nur weil Kate daran beteiligt war. Er sagte jedoch, dass sie beide verstanden hätten, dass sie nicht in dieselbe Richtung gehen könnten wie andere Schauspieler, mit denen er zusammengearbeitet habe, da sie ein tieferes Verständnis hätten. Von Bedeutung ist auch die Tatsache, dass Winslet DiCaprio bei der Verleihung der Golden Globes 2009 als beste Schauspielerin für Revolutionary Road unerwartet einen Gruß zukommen ließ. Winslet verkündete ihr Glück, als sie auf die Bühne stieg
um Leonardo DiCaprio mitzuteilen, dass sie seit 13 Jahren in ihn verliebt sei und um sich vor alle Leute zu stellen. Als sie ihm öffentlich vor der Menge ihre Liebe gestand, grinste DiCaprio und warf ihr einen Kuss zu. In der Folge rangen viele Menschen um die richtigen Worte, um ihre Gefühle zu beschreiben. DiCaprio und Winslet bestritten jedoch jede romantische Beziehung, zumal Winslet zu diesem Zeitpunkt verheiratet war. Winslets Leistung in Der Vorleser brachte ihr einen Monat später eine Nominierung als beste Schauspielerin bei der 81. Beim Gang über den roten Teppich sprach sie über ihr Cover für das Time Magazine und fügte hinzu, dass DiCaprio ihr die Halskette geschenkt habe, die sie auf dem Cover trug. Sie erklärte, dass die Halskette ein wertvolles Geschenk ihrer engen Freundin war und aus Gold mit einem kleinen Blattanhänger bestand. Sie erhielt 6 Nominierungen und gewann in dieser Nacht ihren ersten Oscar. Sie trug die Halskette zufällig an dem Tag, an dem das Foto aufgenommen wurde. Die Fans dachten, dass Leonardo DiCaprio und Kate Winslet endlich Zeit miteinander verbringen könnten. Aber DiCaprio tat etwas, das zeigte, wie sehr sie verliebt waren. 2010 gaben Winslet und Sam Mendes ihre Trennung bekannt. Und 2011 wurde ihre Scheidung vollzogen. Diesmal wollen wir sehen, was er getan hat. 15 Jahre nach ihrer ersten Begegnung lud Kate Winslet Leonardo DiCaprio ein, sie an ihrem Hochzeitstag im Dezember 2012 zu begleiten. DiCaprio stimmte dem gerne zu. Als Kate Winslet den Neffen von Richard Branson, Ned Rock'n'Roll, heiratet, führte er sie zum Traualtar. Es war ein herzerwärmender Moment, der ihre Verbindung stärkte und dazu diente, Gerüchte über eine mögliche Romanze zu zerstreuen, als Leonardo DiCaprio sie bei ihrer Hochzeit zum Altar führte. Nur eine kleine Gruppe von Menschen, darunter ihre beiden Kinder und ein paar Bekannte, wohnten der intimen Hochzeitszeremonie in New York City bei. Die beiden ermutigten sich weiterhin gegenseitig, indem sie oft gemeinsam zu Preisverleihungen gingen. Sagte sie, sie sei schockiert gewesen, als sie ihre Belohnung erhielt, da sie so sehr damit beschäftigt gewesen sei, dass ihr Freund Leo gewonnen hatte. Es ist bemerkenswert, dass beide an diesem Abend mit Preisen ausgezeichnet wurden. Bei den Golden Globes im Januar 2016 schien sich Winslet mehr auf DiCaprios Leistung zu konzentrieren, als auf ihren eigenen Sieg. Das ist aber noch nicht alles. Kate Winslet schluchzte und schlug die Hände vor das Gesicht, als Leonardo DiCaprio seinen ersten Oscar für seine Rolle in The Revenant entgegennahm. Sally Bridges Winslet, die Mutter von Kate Winslet, verstarb im Mai 2017 an Eierstockkrebs. Leonardo DiCaprio stand ihr in dieser schwierigen Zeit zur Seite, und die beiden haben sich zusammengetan, um ein besonderes Essen für einen glücklichen Fan zu versteigern. Die Veranstaltung fand in Südfrankreich im Rahmen der DiCaprio Annual Saint-Tropez Charity Auction statt. Der Erlös des 1,35 Millionen $ teuren Essens kam der Leonardo DiCaprio Foundation und einer GoFundMe-Aktion zur Unterstützung einer britischen Mutter zugute, die finanzielle Schwierigkeiten hatte, ihre Krebsbehandlung zu bezahlen. Nach der Veranstaltung wurden Winslet und DiCaprio beim Faulenzen am Pool seines Anwesens in Saint-Tropez gesichtet. Doch danach geriet ihre Freundschaft etwas ins Stocken. Dies geschah zur Unterstützung von Winslets Anliegen und um Geld für Umweltinitiativen zu sammeln. Ein Thema, das DiCaprio sehr am Herzen liegt. Winslet und DiCaprio brauchten nach 2017 rund 3 Jahre, um sich wiederzusehen. Grund dafür war die Covid-19-Epidemie, die ihre Reisefreiheit einschränkte und sie voneinander trennte, obwohl sie in Kontakt blieben. In einem Interview sagte Winslet, dass sie, als sie DiCaprio Ende 2021 zum ersten Mal in Los Angeles sah, nicht aufhören konnte zu schluchzen. Leonardo DiCaprio überraschte Kate Winslet, indem er zur Premiere ihres Films im November 2024 ging, um ihr seine Unterstützung zu zeigen und ihre Beziehung wieder aufleben zu lassen, nachdem sie Zeit damit verbracht hatten, zu plaudern und sich über das Leben des jeweils anderen auszutauschen. Sie war zu Tränen gerührt, da sie ihn sehr vermisst hatte. Sie erklärte, dass die Medien sie zwar als unzertrennlich darstellten, dass sie aber aufgrund der Epidemie und der Entfernung zueinander keine Gelegenheit hatten, sich zu besuchen oder sich auszutauschen. Auf der Bühne gaben sich die beiden einen freundschaftlichen Kuss auf die Lippen. Um zu zeigen, wie unzerstörbar ihre Beziehung ist, schauen wir uns nun die Geschichte an. Wie diese erstaunliche Beziehung zustande kam. Winslet und DiCaprio verbindet ein besonderes Band. Sie haben eine wirklich ungewöhnliche platonische Verbindung. Eine besondere und seltene Verbindung.
Winslet und DiCaprio werden in der Regel als ideale Liebhaber von Freunden dargestellt, im Gegensatz zu denen, bei denen Freunde zu Liebhabern werden. In der Rolle von Jack und Rose in Titanic kreuzten sich ihre Wege zum ersten Mal 1996. Doch im Gegensatz zu der tragischen Liebesgeschichte, die ihre Figuren durchlebten, hielt ihre Beziehung im wirklichen Leben noch lange nach der Kollision des Schiffs mit dem Eisberg und dem Ende der Pressetournee an. Als Leonardo DiCaprio und Kate Winslet für die Hauptrollen in einem Film ausgewählt wurden, der sie in der ganzen Welt berühmt machen sollte, waren sie beide 22 Jahre alt. Sie verstanden sich auf Anhieb und benahmen sich am Set vom ersten Moment an wie dumme Kinder. Winslet war besorgt, dass DiCaprio sie für zu englisch und Shakespeare-mäßig halten würde, da sie Britin war, aber das Gegenteil war der Fall. Sie fühlte sich wohl in Leonardo DiCaprios freundlichem und liebenswürdigem Auftreten, und sie wurden schnell enge Freunde. Obwohl sie sich geschworen hatten, nur Freunde zu sein, kamen sie sich so nahe, dass in den Medien von einer Affäre die Rede war. Fans zufolge gingen sie heimlich miteinander aus. Leonardo DiCaprio war schließlich einer der angesagtesten männlichen Stars in Hollywood. Winslet wäre eine der begehrtesten Frauen der Welt gewesen, wenn sie und DiCaprio zusammen gewesen wären. Doch ihre Beziehung blieb trotz der Vorwürfe rein platonisch. Beide gaben zu, dass sie ihren Figuren nicht denselben Funken geben konnten, als sie nach der bekannten heißen Autoszene gefragt wurden. Sie gaben jedoch zu, dass es angenehm war, dieses Gefühl im Film zu erleben, da der Funke so echt und elektrisierend war. Trotz der Erwartung, dass sich die Wege aller Beteiligten nach dem Film trennen würden, wurde eine lebenslange Beziehung geschmiedet. Als Winslet über Titanic nachdachte, sagte sie einmal, dass sie den Film mit einer der besten Freundschaften ihres Lebens verließ. Mit Leonardo DiCaprio und nicht mit Ruhm oder Reichtum. Sie unterstützten sich weiterhin gegenseitig, auch wenn sie 10 Jahre lang nicht mehr zusammenarbeiteten. DiCaprio und Winslet arbeiteten 2008 in dem Film Revolutionary Road zusammen, der unter der Regie von Winslets Ex-Mann Sam Mendes entstand. Sie mussten mehrere persönliche Szenen spielen, die Winslet als demütigend bezeichnete, um die Hauptrollen eines Ehepaars zu spielen. Das lag daran, dass Winslets damaliger Ehemann auch der Regisseur des Films war. Stellen Sie sich vor, Kate Winslet würde ein romantisches Szenario für ihren Ehemann spielen. Das wäre ein wirklich merkwürdiger Umstand. Laut Marie Claire hat Winslet immer wieder betont, dass dies unglaublich seltsam sei. Winslet war nicht in der Lage, weiterzumachen, auch wenn DiCaprio sie dazu ermutigte. Sie stellte dann klar, dass sie es zwar instinktiv als Gegenpol zu DiCaprio empfand, dass ihr die Situation aber unangenehm war, weil Mendes ihr Ehemann und DiCaprio ihr engster Freund war. Nichtsdestotrotz spielten beide die Hauptrolle in dem Film, und ihre unverkennbare Verbindung verhalf dem Film zum Erfolg. In einem späteren Interview gab DiCaprio zu, dass Winslet trotz der privaten Momente die einzige Schauspielerin war, mit der er sich wohler fühlte. Und das trotz der Tatsache, dass sie intime Momente miteinander geteilt hatten. Der Grund für diese Aussage ist, dass sie ihm auf der Bühne an Leidenschaft in nichts nachstand. Im Laufe ihres Lebens haben sie ihre enge Freundschaft aufrechterhalten, sich gegenseitig in ihren jeweiligen Karrieren unterstützt und unzählige gemeinsame Abendessen verbracht. Doch trotz ihrer Verbundenheit verbringen sie regelmäßig längere Zeit getrennt, da sie räumlich voneinander getrennt sind. Winslet und Leonardo DiCaprio nehmen sich nie die Zeit, ans Telefon zu gehen, wenn sie miteinander telefonieren. Ihre Freundschaft hat nie darunter gelitten, weil sie nie gesagt haben, warte, ich rufe dich morgen an. Sie gehen immer sofort ans Telefon. Und ihre Freundschaft hat nie darunter gelitten. Diese Information gab Winslet preis, als sie über ihre gemeinsame Zeit als Freunde nachdachte. Sie betonte auch, wie ungewöhnlich ihre Verbindung in der modernen Welt ist, in der es wirklich einzigartig ist, eine starke Bindung zu jemandem zu haben, denn man teilt. Ihre Beziehung ist auch nach 25 Jahren noch stark. Und DiCaprio überraschte sie bei der Filmvorführung von Winslet im November 2024 mit seiner Anwesenheit und aufrichtigen Worten der Ermutigung, die zeigten, wie sehr er ihre Freundschaft schätzt. Obwohl die Fans die zahlreichen Spekulationen um Winslet und DiCaprio hinter sich gelassen haben, konzentrieren sie sich nun auf die Frage, wann sie die beiden das nächste Mal in einem Kinofilm sehen werden. Die Zukunft von Kate Winslet und Leonardo DiCaprio. Es wurde angedeutet, dass im Jahr 2022 ein Dokumentarfilm über die Titanic erscheinen könnte.
dass die Drehorte des Films wieder besucht werden könnten und dass es sogar eine Wiedersehensfeier für die Schauspieler geben könnte. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Wiedersehensfeier organisiert wird, auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung dafür gibt. Viele Bewunderer sind daran interessiert, herauszufinden, ob die Chemie zwischen den beiden Schauspielern auf der Leinwand noch so gut ist wie 1996. Winslet hat zwar erklärt, dass sie nach wie vor an einer Zusammenarbeit mit Leonardo DiCaprio interessiert wäre, aber sie hat auch gesagt, dass sie und der Schauspieler derzeit keine Pläne haben, an einem Projekt zusammenzuarbeiten. Im Scherz deutet sie an, dass es vielleicht erst passieren wird, wenn sie 70 Jahre alt sind. Das ist zwar noch lange hin, aber wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Möglicherweise werden sie irgendwann in der Zukunft einen Film drehen, der die Faszination ihrer früheren Zusammenarbeit perfekt einfängt. 2012 hat Kate Winslet den Bund der Ehe mit Edward Abel Smith geschlossen. Und das Paar ist nun verheiratet. Sie sind gleichzeitig Eltern von 3 Kindern. Viele Menschen haben sich gefragt, ob Leonardo DiCaprio jemals heiraten würde, da er immer noch als einer der begehrtesten Junggesellen in Hollywood gilt. Winslet ist offenbar der Meinung, dass Leonardo DiCaprio ein hervorragender Partner und Vater wäre, weshalb sie möchte, dass er sein Junggesellendasein aufgibt. Auf der anderen Seite glaubt sie, dass er sich selbst davon abhält, weil er Angst vor dem Unbekannten hat. Sie verriet, dass Leonardo DiCaprio das Thema Heirat mit seiner Ex-Freundin schon oft angesprochen habe, aber er sei immer schnell wieder aus dem Gespräch verschwunden. Deshalb ist sie nun besorgt, dass er denselben Fehler mit Vittoria Ceretti machen könnte, die derzeit seine Freundin ist. Trotz ihrer Bedenken steht Winslet voll und ganz hinter der romantischen Beziehung von DiCaprio. Er ist sogar so weit gegangen, dass er Winslet in einer überschwänglichen Rede erklärt hat, dass Vittoria einen großen Einfluss auf ihn hatte und ihm geholfen hat, sich besser um sich selbst zu kümmern und wieder in Form zu kommen. Obwohl Vittoria und Leonardo DiCaprio erst seit über einem Jahr zusammen sind, haben sie schon einige bemerkenswerte Abenteuer miteinander erlebt. Dazu gehören Reisen um die Welt, die Teilnahme an prominenten Veranstaltungen und das Erleben einzigartiger Momente, die ihre Liebe zu stärken scheinen. Unterscheidet sich diese Beziehung in irgendeiner Weise von den anderen, die Leonardo DiCaprio geführt hat? Winslet ist eine der vielen Menschen, die glauben, dass Vittoria diejenige sein wird, die ihn davon überzeugen wird, sich niederzulassen, nachdem er jahrelang mit vielen verschiedenen Frauen, darunter Models und Schauspielerinnen, zusammen war. Andererseits wird nur die Zeit es zeigen. Was denken Sie über die Kommentare, die Leo DiCaprio über Kate Winslet gemacht hat, die schon sein ganzes Leben lang seine Freundin ist? Sind Sie der Meinung, dass mehr hinter der Verbindung zwischen ihm und Kate Winslet steckt? Oder glauben Sie, dass die beiden schon lange befreundet sind? Sie sind erstaunt über das, was Ihnen in diesem Moment widerfahren ist. Teilen Sie uns daher bitte Ihre Meinung in dem dafür vorgesehenen Bereich mit und lesen Sie weiter in diesem Beitrag. Ein Champion für den Planeten und ein Star bei der Arbeit. Gerade als die Sonne über Los Angeles unterging, stieg Leonardo DiCaprio aus einem eleganten schwarzen Geländewagen und betrat die überfüllten Straßen vor dem Stella-Restaurant. Er trug seinen typischen lässigen Look aus Jeans, einem einfachen T-Shirt und einer tief gezogenen Baseballmütze und schritt mit der Selbstsicherheit eines Mannes, der schon seit Jahrzehnten im Rampenlicht steht. Die Paparazzi, die normalerweise gerne einen Blick auf die Hollywood Royals erhaschen, knipsten Fotos, als er das exklusive Restaurant mit dem Model Vittoria Ceretti verließ, die Gerüchten zufolge seine Freundin ist. Das unerschöpfliche Geheimnis um sein Privatleben verfolgte ihn nach wie vor, obwohl er sich bedeckt hielt. Leonardo DiCaprio ist auch mit 49 Jahren noch einer der gefragtesten Schauspieler seiner Generation. Er wählt bewusst Beschäftigungen, die die Grenzen des Erzählens erweitern und ihm gleichzeitig Hindernisse in den Weg legen. Sein neuester Film, One Battle After Another, bei dem der talentierte Paul Thomas Anderson Regie führte, hat bereits für viel Wirbel gesorgt. Der Film, der am 26. September 2025 in die Kinos kommen soll, wird mit einem Ensemble besetzt, zu dem auch die Stars Benicio del Toro, Sean Penn und Regina Hall gehören. Leonardo DiCaprio, der für seine Hingabe an das Handwerk bekannt ist, hat Berichten zufolge monatelang für die Rolle trainiert, bevor er sich voll und ganz in die Figur hineinversetzt hat. Dieses Projekt ist besonders interessant, da es die seltene Gelegenheit bietet, dass 2 Filmemacher, die für ihre akribische Herangehensweise an das Filmemachen bekannt sind,
nämlich Leonardo DiCaprio und Paul Thomas Anderson, gemeinsam daran arbeiten. Als Leonardo DiCaprio seinen eigenen YouTube-Kanal eröffnete, um den Trailer des Films zu veröffentlichen, strömten die Fans begeistert auf die Website. Diesmal waren sie gespannt darauf, was der Prominente auf der Leinwand zu bieten haben würde. Leonardo DiCaprio engagiert sich neben seiner Arbeit im Filmgeschäft ein. Lebenlang für den Kampf gegen den Klimawandel und den Schutz bedrohter Tierarten. Der Maulwurfrochen, eine sehr seltene und vom Aussterben bedrohte Art, hat kürzlich sein Interesse geweckt. Er befindet sich im Macquarie Harbour in Tasmanien. Aufgrund der Verschmutzung seiner empfindlichen Umwelt durch nicht einheimische Lachsfarmen ist die Art, die auch als tasmanischer Tiger des Meeres bezeichnet wird, vom Aussterben bedroht. DiCaprio, der sich dafür einsetzte, etwas zu verändern, nutzte sein weltweites Ansehen, um zum sofortigen Handeln aufzurufen. Er rief Gesetzgeber und Umweltschützer dazu auf, Fischfarmen zu schließen, die die Art gefährden. Sein Engagement löste eine Kontroverse aus, bei der sich sowohl Befürworter als auch Kritiker zu Wort meldeten. Leonardo DiCaprio hat sich schon immer für den Planeten eingesetzt, sagte ein Umweltaktivist, und sein Einfluss lenkt die Aufmerksamkeit auf Themen, die sonst vielleicht unbemerkt bleiben würden. Obwohl DiCaprio viel Zeit und Mühe für seine Anliegen und seine Karriere aufwendet, findet er immer noch Freude am Leben. Seinen 50. Geburtstag feierte er im November des vergangenen Jahres mit einer üppigen und privaten Party, an der auch einige hochkarätige Persönlichkeiten aus Hollywood teilnahmen. Die Feier war bescheiden und doch elegant, ganz im Sinne der üblichen Ästhetik von Leonardo DiCaprio, der kleine Zusammenkünfte dem großen Auftritt vorzieht. Anlässlich seines runden Geburtstages wurde der Schauspieler von einigen seiner engsten Freunde, darunter Tobey Maguire und Martin Scorsese, bewirtet. Leonardo DiCaprio scheint nicht langsamer zu werden, auch wenn er sich der Marke von einem halben Jahrhundert nähert. Er setzt sein Vermächtnis als Künstler und Aktivist auf vielfältige Weise fort. Indem er das Publikum auf der Leinwand unterhält, sich für die Umwelt einsetzt oder einfach nur mit Freunden abhängt. Und Leonardo DiCaprio wird ein starker Gegner bleiben, solange es Geschichten zu erzählen gibt, sei es durch seinen unermüdlichen Einsatz für die Umwelt oder durch das Medium Film. Die Antwort von Kate Winslet. Kate Winslet hat noch nie vor einer Herausforderung zurückgeschreckt. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass sie eine beachtliche Karriere gemacht hat, indem sie sich entweder gegen Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz aussprach oder einen emotional anstrengenden Job annahm. Im Jahr 2023 spielte sie in dem biografischen Drama Lee erneut die Rolle der berühmten Fotografin und Journalistin Lee Miller, die während des Zweiten Weltkriegs arbeitete. Sie hatte lange an dem Projekt gearbeitet und dafür gekämpft, es auf die Leinwand zu bringen. Als der Film schließlich auf dem Toronto International Picture Festival zum ersten Mal gezeigt wurde, war das Publikum von der Darstellung völlig begeistert. Die Kritiker applaudierten Winslets Darstellung von Miller als einer Frau, die sich den Erwartungen widersetzte und alles riskierte, um die Schrecken des Krieges zu dokumentieren, weil sie echt und wahrhaftig war. Die Tatsache, dass Winslet bei den AACTA International Awards und den Golden Globes für ihre Darstellung als beste Schauspielerin nominiert wurde, ist nur ein weiteres Beispiel für ihre Fähigkeit, Geschichte zum Leben zu erwecken. Aber Winslet hatte nicht die Absicht, dabei stehen zu bleiben. Im März 2024 feierte sie ein Comeback im Rampenlicht, als sie in der HBO-Politkomödie Das Regime die Rolle der Kanzlerin Eleanor Burnham, der verrückten und brutalen Chefin eines fiktiven mitteleuropäischen Staates, spielte. Obwohl die Kritiker über die Inszenierung geteilter Meinung waren, waren sich alle einig, dass Winslets Leistung hervorragend war. Sowohl Kritiker als auch Fans waren fasziniert von ihrer Fähigkeit, sich in eine Figur zu verwandeln, die so stark, so unheimlich und doch so absolut fesselnd war. Winslet hat sich noch nie gescheut, ihre Gedanken in der Öffentlichkeit zu äußern, wenn sie nicht gerade vor der Kamera steht. In einem sehr persönlichen Interview, das in der Sendung 60 Minutes ausgestrahlt wurde, sprach sie über die intensive Beobachtung, die sie nach dem Welterfolg von Titanic erfahren hat. Sie war das Ziel ständiger Kritik in den Medien, einschließlich bissiger und abfälliger Kommentare über ihr Aussehen und ihren Körper. Obwohl sie schon seit Jahrzehnten an diese Zeit zurückdenkt, kommen ihr immer noch die Tränen in die Augen. Ich hoffe nur, dass diese Leute, die so grausam waren, einen Moment darüber nachdenken, was sie gesagt haben, sagte sie. Ich kann nicht glauben, dass sie so grausam waren.
Diese Aussage war eine erschreckende Erinnerung an die harte Realität, mit der Hollywood-Frauen, insbesondere junge, ins Rampenlicht gedrängte Darstellerinnen, zu kämpfen haben. Trotz der Herausforderungen, denen sie begegnet ist Winslet standhaft geblieben und hat sich ihren Überzeugungen verschrieben. Kürzlich gab es Spekulationen, dass sie und Reese Witherspoon, eine weitere einflussreiche Figur in der Branche, einen Konflikt hatten. Witherspoon stellte jedoch schnell klar, dass es nie einen Streit oder auch nur eine Auseinandersetzung gegeben habe, um die Sache richtig zu stellen. Sie versicherte dem Publikum, dass Kate und ich immer noch sehr gute Freunde sind. Unbegründete Berichte über Unruhen waren schon immer ein leeres Geschwätz. Winslet ist eine Schauspielerin, die sich nie von Hollywood hat vorschreiben lassen, was sie wert ist, und die keine Angst vor ihren Schwächen hat. Winslet hat nicht verändert, wer sie ist, auch wenn sie noch immer auf eine bereits herausragende Karriere baut, ob es um ihr Leben auf oder abseits der Leinwand geht. Ihre Geschichte ist eine Geschichte der Beharrlichkeit, Leidenschaft und vor allem der Ehrlichkeit. Obwohl die Fans oft über die Art ihrer Beziehung spekuliert haben, haben beide Schauspieler immer behauptet, dass sie eine tiefe Bindung teilen, die auf platonischer Freundschaft beruht. Ihre Verbindung ist ein Beweis für die dauerhafte Kraft einer echten Verbindung in der Hollywood-Branche, die für ihre flüchtigen Beziehungen bekannt ist. Leo und Kate waren über die Jahre hinweg unzertrennlich. Sie haben sich gegenseitig öffentlich unterstützt, sind zusammen über mehrere rote Teppiche gelaufen und haben sogar als beste Freunde Urlaub gemacht. Jetzt wird es aber erst richtig interessant. In einem Interview gab Kate zu, dass ihre Beziehung zu Leo einmalig war. Leo hat Kate immer wieder als seine größte Liebe bezeichnet. Warum sind sie dann nie miteinander ausgegangen? Vor kurzem wurde Leonardo DiCaprio in einem exklusiven Interview endlich das lang erwartete Thema gestellt. Haben er und Kate sich jemals ineinander verliebt? Seine Antwort war ein Wendepunkt. Sie ist mein Fels, mein bester Freund und in jeder Hinsicht die Liebe meines Lebens, außer in romantischer Hinsicht, sagte Leo und verriet, dass Kate eine der wichtigsten Personen in seinem Leben ist. Sie seien nie zusammen ausgegangen, sagte er, aber nur, weil ihre Beziehung zu wertvoll war, um sie zu gefährden. Er fuhr fort, wir haben uns verliebt, aber nicht so, wie die Leute denken. Und nicht nur das, er hat auch anerkannt, dass Kate die einzige Frau ist, die ihn jemals wirklich verstanden hat. Und wie hat Kate auf Leos Eingeständnis reagiert? Ich liebe Leo von ganzem Herzen, aber wir waren einfach nicht füreinander bestimmt, schluchzte Kate in einem früheren Interview unter Tränen. Aber hier ist der eigentliche Clou. Wer hat sie während ihrer Scheidung unterstützt? Leonardo DiCaprio. Leo begleitete sie tatsächlich zum Altar, als sie heiratete. Was ist echte Liebe? Wenn das nicht der Fall ist? Was hält die Zukunft für das beliebteste Paar Hollywoods bereit? Gerüchte über ein mögliches Wiedersehen mit Titanic wurden durch Leos Andeutung, dass er und Kate bald wieder zusammenarbeiten würden, angeheizt. Aber werden sie mehr als nur Kumpel sein? Die Zeit wird es zeigen. Aber was denken Sie? Hätten Sie sich verabreden sollen? Sagen Sie es uns in den Kommentaren unten. Vergessen Sie nicht, uns zu mögen, zu abonnieren und Benachrichtigungen zu aktivieren. Wenn Ihnen die Geständnisse von Prominenten, die Entwicklungen in Hollywood und die Einblicke hinter die Kulissen gefallen. Wir freuen uns über Ihren Besuch und hoffen, Sie bald wiederzusehen.